Hallo allerseits, ich bin Peter Pernsteiner, bin hier auf der Messe Free in München und stehe hier vor einem ID.Buzz von VW, das Elektromobil, das hier sehr komfortabel ist und seit September ausgeliefert wird, Oktober ungefähr, und bin hier bei Ulrich Vielmetter. Der verkauft jetzt hier aber kein Wohnmobil und keinen VW-Bus, sondern er verkauft ganz was anderes. Genau, wir verkaufen eine Campingbox, das ist die Kuckuck-Box, wir haben also ein Modul, wo ich eine Küche, ein Klappbett drin habe und wo ich mein Alltagsfahrzeug in 2-3 Minuten zum Camper umrüsten kann. In 2-3 Minuten, das glaube ich jetzt nicht, das müssen wir uns mal anschauen. Ja, das ist tatsächlich so. Also es ist einfach eine einzige Box, die wird in den Kofferraum gestellt und mit einem Spanngurt gesichert und dann bin ich reisefertig. Das heißt, ich habe hier die Box jetzt mal vom Fahrzeug von vorne gesehen, wie sie drin ist und wie sie dann hier fest verzurrt ist wahrscheinlich. Genau. Und gesichert. Sie wird mit dem Spanngurt verzurrt in den Zurpunkten im Ladeboden, dass die halt sicher stehen bleibt. Und ich kann alle Sitzplätze nutzen hier. Wir haben hier schon mal die Rücklehnen runtergeklappt. Und man sieht jetzt einfach, wie das Modul hinten im Kofferraum steht mit zusammengeklapptem Bett. Und das kann ich entsprechend ausklappen, sodass ich dann schlafen kann. Jetzt wird es für mich interessant, wie das jetzt mit dem Schlafen wird und wie das überhaupt, was die Box so alles hat. Gut, also das Schöne bei unserem Bett ist, dass wir halt die tragende Konstruktion inklusive Polster zusammen ausklappen. Deswegen dauert das echte 2 Sekunden. Ich mache es mal gerade vor. Okay. Und das war's schon. Das heißt, ich schwenke es einfach nach vorne. Das Bett liegt jetzt vorne auf den ungelegten Rücksitzlehnen auf. Wird da abgestützt. Wir haben aber auch Varianten, wo man Klappbeine drunter hat. Wenn man zum Beispiel hinten ein leeres Fahrzeug hat, ohne Sitze. Und so kann ich einfach nach 2 Sekunden ins Bett einsteigen und liege auf einer bequemen Kaltschaummatratze. Und das ist eine Aluminiumträgerkonstruktion oder was ist das für ein Material? Genau, richtig. Also es sind stabile Aluminiumprofile. Wir haben da sehr stabile Stahlscharniere, die das Ganze tragen. Das heißt, ich brauche in der Mitte keine weitere Unterstützung. Und deswegen kann ich halt auch bei einigen Fahrzeugen, wenn ich zum Beispiel einen näheren Transporter habe, einfach die Rücksitze rausnehmen, habe dann die Klappbeine und unterhalb des Bettes kann ich dann Gepäck unterbringen, sodass ich eine Menge Stauraum habe. Das Bett allein ist jetzt aber zwar ganz schön, aber da wird ja wahrscheinlich dann irgendwo auch der Stauraum sinnvoll sein, dass der sinnvoll gestaltet ist. Können wir uns den mal anschauen? Ja, wir haben auf der Rückseite im Heck eine Küche. So schaut es also geschlossen aus und wenn ich da mein Abendbrot oder mein Mittagessen machen will, öffne ich einfach hier die Heckklappe. Habe dann schon mal eine vernünftige Abstellfläche, wo ich dann mein Essen zubereiten kann. Ziehe hier die Kochschublade raus. Der Windschutz, der hält automatisch mit einem kleinen Stoßdämpfer oben, sodass ich das jetzt wind- und spritzgeschützt habe. Habe einen 2-flammigen Kocher da drin, dass ich mir ein ordentliches Essen zubereiten kann. Darunter habe ich Platz für ein paar Kochutensilien und ein bisschen Zubehör zum Kochen. Wenn ich mag, kann ich in der Mitte noch eine Kühlbox unterbringen, sodass ich dann meine Vorräte entsprechend kühlen kann. Und dazu haben wir eine ganz simple Wasserversorgung, nämlich einfach eine Schüssel mit einem liegenden Kanister. Das heißt, der funktioniert immer ohne Strom, kann nichts dran kaputt gehen. Und gefüllt hat er 10 Liter, also auch 10 Kilo Gewicht. Das kann ich noch vernünftig tragen. Und ich habe dazu noch einen zweiten Kanister, sodass ich einen ganzen 20 Liter Wasser dabei habe und entspannt übers Wochenende komme. Ja, doch ganz praktisch. Und wenn ich es nicht brauche, hebe ich die Kiste raus. Wie schwer ist die ungefähr? Es ist ca. 65 Kilo insgesamt, jetzt ohne die Kühlbox. Ich habe vernünftige Griffe an der Seite, dass ich die gut halten und tragen kann. Heb die einfach aus dem Kofferraum raus und stelle sie in meiner Garage und der Wagen ist wieder leer für den Alltag. Gut, dann können wir uns ja mal die komplette Box, hier haben sie nebendran stehen, aufgebaut, damit man die mal so als Ganzes sieht. Die können wir uns mal anschauen. Dann gehen wir mal ein Auto weiter. So, hier sehen wir noch mal ganz schön, wie die Box hier einmal steht. Ich mache vielleicht gerade mal die Frontklappe zu, dann sieht man das ganze Modul mal einmal zusammengebaut. So, jetzt sieht man ganz schön, dass das ein kompaktes Teil ist. Es gibt nicht ein loses Teil, was ich unterwegs vergessen oder verlieren kann. Und so stelle ich es halt in den Kofferraum. Bei den größeren Boxen ist das Bett einzeln abnehmbar, damit man es einfach handhaben kann. Weil hier haben wir ein bisschen mehr Gewicht, weil es einfach größer ist, eine größere Liegefläche. Und dann kann ich einzeln das Topbett abnehmen. Das ist einfach mit 2 Sterngriffschrauben unten gesichert. Nehme das Bettelement ab, das sind ca. 30 Kilo. Und habe dann die Basisbox mit ca. 50 Kilo noch. Und das kann ich immer zu zweit ganz gut handhaben.
Und diese Box ist ungefähr 70, 75 tief. Genau, die ist 75 cm tief. Die Breiten, die liegen so circa bei einem Meter, Meter 15, je nach Fahrzeugmodell. Bei den Betten ist es so, dass wir immer 1,95 Meter Liegelänge haben. Und die Liegebreiten, die gehen von 1,10 Meter bis 1,35 Meter. Und da komme ich zu zweit eigentlich prima klar und allein sowieso. Hängt halt wahrscheinlich vom Fahrzeug ab, wo es rein soll, welche Breite ich zur Verfügung habe. Genau, richtig. Also wir fangen halt an bei den ganzen Hochdachkombis, wie der Caddy. Das ist ja eine Nummer kleiner einfach als so ein VW-Bus, aber da geht das auch schon. Und das geht dann halt vom T4, T5, T6 bis zum T7 jetzt und auch zum ID-Bus. Das ist jetzt hier der neue T7, der hier steht. Genau, das ist der neue T7 Multivan als Hybrid-Variante. Und es ist ja so, dass es den T7 und den ID-Bus auch nicht als Camping-Variante gibt von Volkswagen Original. Das heißt, man kann also, wenn man jetzt so ein Fahrzeug hat, mit unserer Campingbox quasi als Plug-in das Fahrzeug für den Urlaub in wenigen Minuten umrüsten und bin dann reisefertig. Und die Höhe dieser Box, die ist auch immer gleich oder gibt es da auch unterschiedlich hohe? Die Höhen, die variieren. Das ist eigentlich so unsere höchste Box. Das liegt jetzt in dem Fall daran, dass wir über die umgelegten Rücksitzbänke hinwegklappen müssen. Wir haben aber auch eine ganz flache Box, die ist dann nur 32 cm hoch. Das ist dann zum Beispiel für einen Toyota Land Cruiser. Genau, und das heißt, zwischen 32 und 53 cm Höhe variieren unsere Boxen. Das würde mich noch interessieren und wahrscheinlich Zuschauer auch. Was muss man denn jetzt für so eine Box, wie sie jetzt hier steht, ausgeben? 5.000 Euro? Nein, wir sind ein bisschen günstiger. Also es geht los bei 2.500 Euro bis zu 3.200 Euro maximal. Darin beinhaltet es immer die Basisbox mit der Küche, 2 Flammenkocher, Kanister und Schüsseln. Das Klappbett mit komfortablen Kaltschaummatratzen und Baumwollbezügen ist alles schon beinhaltet. Und das ist dann auch, gefertigt wird das dann wo? In Deutschland, bei Ihnen in Hattingen? Ja, also wir kommen aus Hattingen im Ruhrgebiet und es wird produziert in Wuppertal im Rheinland, also eine halbe Stunde weiter. Wir arbeiten CNC gestützt, das heißt die Einzelteile werden per CNC vorgefertigt und das ist dann eine Menge Handarbeit, das Ganze zusammenzubauen. Das ist wirklich Handmade in Germany. Wir verwenden hochwertige Materialien wie Stahl, Edelstahl, Aluminium, Kaltschaum, Leder. Und es ist wirklich ein sehr, sehr haltbares Produkt, was wir jetzt seit 12 Jahren bauen. Und auch die ersten Boxen von vor 12 Jahren, die werden jetzt noch gebraucht gehandelt, weil die einfach sehr stabil sind und ja, quasi fürs Leben gemacht sind. Das heißt, seit 12 Jahren am Markt. Die Idee, wie kommt es zu diesem komischen Namen? Ich sage jetzt komisch, Kuckuck, 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 oder? Ja, genau. Es ist eine komische Schreibweise, aber es ist ein ganz einfaches Kuckuck. Weil der Kuckuck legt ja dann ein fremdes Nest und macht die Kinderstube draus. Und wir stellen halt eine Box in irgendein Auto und machen ein Wohnmobil raus. Sie haben ja vorhin schon verraten, das Ganze war eigentlich dann aus einer privaten Idee raus, ja, dass Sie selber ein Auto haben und da irgendwo hin und wieder mal Camping machen wollten. Genau, also ich habe mich schon seit vielen, vielen Jahren damit beschäftigt, auf kleinem Raum Wohnmöglichkeiten im Fahrzeug zu schaffen. Also mit 18 das erste Auto so ein bisschen umgebaut, also quasi schon Minicamping gemacht. Und meine Frau hatte halt vor 13 Jahren so einen Renault Kangoo. Und ist mir irgendwann aufgefallen, dass der Platz eigentlich reichen müsste, dass 2 Leute drin schlafen können. Und dann habe ich einfach so aus Lust und Laune mir ein paar Gedanken gemacht und ein paar Scribbles entworfen. Die Idee, wie sie jetzt hier steht, ist dabei rausgekommen. Und dann habe ich halt nach dem Sommerurlaub festgestellt, dass es da nicht wirklich ein großes Angebot gibt. Und habe halt einfach mal probiert, ob man sowas produzieren und am Markt bringen kann. Das hat halt ganz gut funktioniert. Deswegen jetzt sind wir im 12. Jahr mit der ganzen Geschichte, bauen 8 verschiedene Boxen und sind auch schon bei Fahrzeugherstellern im Zubehör. Das hat alles ganz prima funktioniert. Und die neuen Boxen sind also jetzt die Varianten für den ID-Bus und für den T7. Genau, richtig. Das sind die neuesten Boxen jetzt. Die letzte Box, die wir jetzt gemacht haben, das ist die Box für den ID-Bus. Das war weltweit die erste Campingbox für den ID-Bus und die haben wir schon im Frühjahr 2022 entwickelt. Und seit Herbst liefern wir die aus. Und das wird sehr gut angenommen, weil man hat in einem tollen, modernen Fahrzeug die Campingoption hat. Gut, dann bedanke ich mich bei Ulrich Villmetter für die Erklärungen dieses Kuckuck-Systems. Ist wirklich interessant und ich denke, das wird einige Leute auch interessieren, was man da damit so machen kann. Danke für den Besuch.